Hallo, heute sprechen wir über Awesome Oszillator und wie man damit arbeitet. Los geht's! Leute, wenn es euch schwerfällt, die Strategie auf Anhieb zu verstehen, empfehle ich Ihnen, meinen Telegram-Kanal zu abonnieren. Dort erkläre ich diese und andere Strategie im Detail mit echten Beispielen, erkläre jede einzelne Situation und Nuancen, die nur erfahrenen Händler klar sind. Der Link steht in der Beschreibung. Machen wir mal weiter. Hallo zusammen, Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass Sie mit Hilfe des Awesome Oszillator Indikator buchstäblich in wenigen Minuten mehr als $1000 verdienen können. In diesem Video werde ich Ihnen eine Erfahrung mit diesem Indikator erzählen, aber es gibt einen wichtigen Punkt. Die Strategie hat eine Menge von Nuancen, so schauen Sie sich dieses Video sorgfältig und bis zum Ende an. Also, fügen wir unseren Indikator hinzu, gehen wir zum Abschnitt Indikatoren und fügen wir diesen Indikator hinzu. Also, nun wollen wir verstehen, wie man mit diesem Indikator arbeitet. Dieser Indikator hilft uns, die Stärke dieser oder jene Bewegung zu bestätigen. Schauen wir uns zum Beispiel diesen Moment an. Wie wir sehen können, haben wir hier eine Abwärtsbewegung. Was sehen wir auf dem Indikator? Auf dem Indikator sehen wir, dass wir diese roten Balken haben, die nach unten gehen, und wenn wir sehen, dass jeder der Balken tiefer und tiefer als die vorherigen, ist das die Bestätigung dieser Abwärtsbewegung. Das gleiche gilt für die Aufwärtsbewegung. Wie wir sehen können, haben wir in diesem Moment eine Aufwärtsbewegung und die Balken haben im Gegenteil begonnen zu wachsen. Sie haben auch ihre Farbe von Rot zu Grün geändert. In welchen Fällen werden wir unsere Position eingehen? Also, wir gehen in die Position, wenn wir eine Veränderung der allgemeinen Bewegung sehen und wenn wir sehen, dass der Indikator eine Kreuzung aufweist. Schauen wir uns zum Beispiel, ich weiß nicht, diesen Moment an. In dieser Situation hatten wir lange Zeit einen Abwärtstrend. Und in einem Moment wechselt er zu einem Aufwärtstrend und sobald wir eine Kreuzung sehen, bei dem diese Balken von unten nach oben gehen, steigen wir in das Geschäft ein. Genauso verhält es sich mit der Abwärtsbewegung. Also lassen Sie mich erklären. In dieser Situation hat sich der Trend in einen Abwärtstrend verwandelt. Auf dem Indikator sehen wir, dass es eine Kreuzung gibt, bei der die roten Balken nach unten gehen. Und an diesem Punkt würden wir abwärts gehen. Lassen Sie uns nun in den Handel einsteigen. Also, dabei werde ich Ihnen einige Tipps geben, die Ihnen helfen werden, die Gewinnrate Ihrer Geschäfte zu verbessern. Ich eröffne also einen 1-Minuten-Handel auf der Unterseite. In dieser Situation können wir sehen, dass wir eine Abwärtsbewegung haben. Darüber hinaus sehe ich auf dem Indikator, dass wir eine Kreuzung haben, bei dem die roten Kerzen nach unten gehen. Drittens kann ich als bestätigende Faktoren darauf hinweisen, dass wir hier ein Unterstützungsniveau haben, auf das der Preis möglicherweise zugehen wird. Beim Handel mit dieser Strategie ist es notwendig, sekundäre Faktoren zu verwenden, die den Einstiegspunkt bestätigen, da dies die Gewinnrate Ihres Handels erhöht. Diese Faktoren können Niveaus, allgemeine Trendbewegungen und Kerzenständer sein. Also warten wir auf das Ergebnis. Das Geschäft schließt also mit Gewinn. Leider haben wir keine Impulsbewegung erwächst, aber dennoch ein Gewinn ist ein Gewinn. Machen wir weiter. Also, ich eröffne einen Abwärtshandel für 1 Minute. In dieser Situation sehe ich erstens, dass wir einen Abwärtstrend beginnen. Zweitens sehe ich, dass wir eine Kreuzung auf dem Indikator haben, bei dem jeder rote Balken tiefer und tiefer ist als der vorherige. Und drittens kann ich darauf hinweisen, dass sich darunter ein Unterstützungsbereich findet, auf dem sich der Kurs höchstwahrscheinlich zu bewegen wird. Außerdem hat der Verkäufer gute Vollkörper und Momentumkerzen ausgegeben.
Diese Kerzen bestätigen die Stärke des Verkäufers, der den Preis nach unten drücken will. Bevor Sie ein Geschäft öffnen, empfehle ich Ihnen zu prüfen, wie dieser Indikator in der Vergangenheit funktioniert hat. Das ist sehr wichtig, Leute. Und das Geschäft ist zuversichtlich mit Gewinn. Weiter geht's. Ich eröffne also einen Abwärtshandel für 1 Minute. In dieser Situation sehe ich, dass wir einen Abwärtstrend begonnen haben, bei dem es, wie wir auf dem Indikator sehen, eine Kreuzung gab. Bei diesen Kreuzungen sehen wir, dass jeder der roten Balken tiefer und tiefer ist als der vorherige. Außerdem sehe ich ein Unterstützungsniveau, das darunter liegt und auch, dass sich der Kurs möglicherweise zu bewegen will. Außerdem sehe ich gute Kerzen zugunsten des Verkäufers, die meinen Einstiegspunkt bestätigen. Und sehen Sie sich nur die großartige Bewegung im Moment an. Super, dieser Handel wird wahrscheinlich im Plus schließen. Wie ich bereits sagte, wird unser Geschäft mit Gewinn schließen. Lassen Sie uns weitermachen. Ich eröffne also ein Geschäft auf der Oberseite für 1 Minute. In dieser Situation sehe ich erstens, dass wir eine Kreuzung haben, bei dem jeder grüne Balken höher und höher ist als der vorherige. Darüber hinaus sehe ich, dass es oben einen Widerstandsbereich gibt, auf den der Kurs möglicherweise zusteuert. Darüber hinaus sehe ich gute Impulskerzen. Sie deuten darauf hin, dass die Käufer hier stärker sind und den Preis nach oben treiben wird. Und meine andere Empfehlung ist die Einhaltung von Risiken. Also in diesem Video beobachte ich keine Risiken, aber ich empfehle Ihnen absolut alle Risiken in Ihrer Strategie zu beachten. Das ist sehr wichtig, Leute. Das Geschäft ist mit Gewinn. Lassen Sie uns einen letzten Handel eröffnen und ein wenig zusammenfassen. Also, ich eröffne einen Abwärtshandel für 1 Minute. In dieser Situation sehe ich einen Abwärtstrend. Außerdem sehe ich eine Kreuzung, bei dem jeder rote Balken niedriger ist als der vorherige. Auch in dieser Situation sehe ich, dass wir das Unterstützungsniveau gebrochen haben. Wie wir wissen, wird sich der Abwärtstrend fortsetzen, sobald die Unterstützungsniveaus durchbrochen sind. Nun, ich sehe auch gute Impulskerzen auf der Verkäuferseite, die den Preis nach unten drücken werden. Wir sind zuversichtlich im Plus zu schließen. Dank einer so einfachen Strategie, die nur einen Indikator verwendet, konnten wir unser Guthaben von $100 auf $1.386 erhöhen. Super! Dank dieser Strategie können wir einige verrückte Geschäfte abschließen. Ich werde wahrscheinlich die heutige Handelssitzung mit dieser Strategie verbringen. Wenn Sie meine Geschäfte wiederholen und mit mir Geld verdienen möchten, folgen Sie dem Link in der Beschreibung zu meinem Kanal. Nun lassen Sie uns zur Auszahlung übergehen. Um Geld abzuheben, klicken Sie auf den Abschnitt Finanzen hier und dann auf Abhebung, Geldabhebung. Dann geben wir den Betrag unserer Abhebung ein. Bei mir werden es $1.200 sein. Geben wir dann die Adresse unserer Geldbörse ein und schreiben den Bestätigungscode. Klicken auf Weiter. Und wie Sie sehen können, wurde unser Abhebungsantrag erfolgreich erstellt. Damit ist dieses Video beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Geben Sie bitte Likes, abonnieren den Kanal und ich wünsche allen große Gewinne. Tschüssi!